Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ihr seht bereits schon die Vorregistrierung für den allerersten Europa-Server. EU1 steht in den Startlöchern. Ihr könnt euch jetzt vorab euren Account schon erstellen und euch durch die Validierung eine Belohnung von 25 Pilzen sichern. Ja, und das Ganze startet wie immer am Freitag, diesen Freitag um 16 Uhr. Dementsprechend werden wir auch das ganze Event live streamen. Am Freitag bin ich dann wahrscheinlich schon um 14, 15 Uhr wieder so wie gewohnt online im Livestream und werden dann den Serverstart zusammen vollbringen. Ja, wer bis dahin noch keine Gilde gefunden haben sollte, der kann sehr gerne auch beispielsweise auf meinem Discord-Server vorbeischauen. Dort sind auch ein paar Leute, die sich immer wieder connecten untereinander. Unter der Rubrik Gilden und Spielersuche könnt ihr reinschreiben, ob ihr Spieler seid und eine Gilde sucht oder eine Gilde habt und noch Spieler sucht. Ja, das könnt ihr hier sehr gerne in der Rubrik machen und vielleicht finden sich so ein paar Leute. Ne? Ansonsten auf der Taverne, da kann man ja auch immer sich irgendwie für den jeweiligen Server da, glaube ich, eine Rolle geben lassen oder so, keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf jeden Fall geht das natürlich auch, aber auch hier auf dem Server kann man da sehr gerne sich untereinander connecten. Auf jeden Fall ganz wichtig, vorher irgendwie schon in festen Startlöchern zu sein, dass man schon eine Gilde hat. Und ja, wie soll es anders sein? Ich habe auch noch keine Gilde. Ich weiß auch noch nicht, was ich großartig mache da auf dem Server. Ich weiß nur so viel, dass ich einen Dämonenjäger spielen werde. Ich werde ihn aber nicht Langzeit spielen, weil ich momentan ja 4 Server gerade habe. Ja, 3 feste, einen temporären mit W60 und EU1 werde ich kurzzeitig verfolgen. Das wird ein ganz kurzes Projekt werden, irgendwie eine Woche oder so. Höchstens, ja weiß ich nicht, bis höchstens einen Monat, mal schauen. Ich kann es wirklich nicht genau sagen, keine Ahnung. Das lasse ich auf mich zukommen. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, was ich da geplant habe. Falls ihr irgendwie eine Gilde haben solltet oder ich eine gründe, keine Ahnung, ich bin noch komplett überfordert, was ich da mache auf dem Server. Aber ich empfehle ihn euch auf jeden Fall, denn es ist der erste Server einer komplett neuen Welt sozusagen. Ne? Der Server 1, s1.de, ist bekannt, da sind so viele Leute drauf. EU1 ist auch ein ganz großer Server. Ne? Ansonsten W50 ist auch noch der letzte gewesen, wo auch richtig viel los gewesen ist. So, klar, W60 kann man jetzt auch machen, ist auch kein Ding. Und ja, EU1 wird wahrscheinlich ähnlich groß und erfolgreich werden. Stellt euch da auf jeden Fall auch auf viele Hardcore-Pilze ein und so. Und ja, hier könnt ihr schon euren Account erstellen und hier sieht man auch bereits schon das Logo so ein bisschen EU, Europe 1, ja, wird der Server sein. Und die internationalen Server haben damit sozusagen, werden sozusagen damit abgeschafft, beziehungsweise bleiben ja weiterhin bestehen. Aber ja, wer weiß, vielleicht ist dieses Europe-Ding so ein bisschen der erste Schritt in so eine Richtung Server-Zusammenlegung und so. Keine Ahnung, was da noch in Zukunft auf uns zukommen wird. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Wir stellen uns mal einfach so spaßenshalber ein. Dann sieht das so aus. Ja, und hier könnt ihr dann euren Account validieren und auch schon vorab Pilze aufladen. Ne? Das geht natürlich auch. Würde ich aber auch immer mit Vorsicht genießen, weil wenn der Serverstart so ist wie bei W60, dann kann man, dann weiß man nicht, ob die Performance so direkt zum Anfang passt und ob man dann noch Bock hat, den Server weiterzuspielen oder nicht, weil ja beim letzten Server auch viele aufgehört haben nach den massiven Serverproblemen auf W60. Ne? Aber wer sich fest vornimmt, hier zu spielen, egal ob anfangs ein paar Problemchen herrschen oder nicht, ist ja immer so, meistens zumindest, manchmal länger, manchmal weniger lang. Könnt ihr natürlich auch hier vorab schon aufladen. Ja, auf jeden Fall muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen bis dahin. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar Vorschläge für mich, was man so machen kann, wenn man jetzt, sag ich mal, nur vorhat, einen Monat oder so auf dem Server zu spielen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ob ihr überhaupt auf den neuen EU1-Server spielen wollt. Das würde mich mal auch sehr gerne interessieren.
Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ne? Wie gesagt, am Freitag geht es da los. Um 14, 15 Uhr starten wir rein im Livestream. Ja. Des Weiteren gibt es auf S31 natürlich auch ein paar Sachen mitzuteilen. Erstmal sind wir hier auf Platz 65 international. Das ist ganz cool. Hier haben wir aber leider den Kampf verloren. Ja, das ist sehr schade. Bisschen unlucky gewesen, leider nicht reingekrittet. Ansonsten waren wir gestern zum Beispiel, habe ich auch schon länger nicht mehr gezeigt, mit Celtic, waren wir gestern auf Platz 10, waren wir mal wieder in den Top 10 vertreten. Sehr stark auf jeden Fall. Ist ja immer ziemlich luck-basiert bei uns, vor allen Dingen mit unseren ganzen Magiern hier am Ende. Ne? Seth, Mordai, Dwayne, mir. So, ne, das ist natürlich immer, ja, und wenn man sich so die Stat-Verteilung anguckt, sind die meisten Magier hier bei uns auch echt Glass Cannons, so, ne. Also die haben fast das Doppelte an Stats in Int, was sie in Ausdauer haben. Das ist schon krass. Und ja, ich bin so ein bisschen, ich bin auch schon eine ziemliche Glaskanone, sag ich mal so, ne. Aber ich versuche so ein bisschen gegenzuwirken und das Ganze anzugleichen. Ja, wir gucken uns den Kampf mal an. Leider habe ich den Kampf gestern nicht aufgezeichnet auf Platz 10. Dafür gucken wir uns mal den Kampf heute an. Den habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Celtic, wir auf der rechten Seite, der 4. Stern auf der linken Seite. Und mal schauen, was hier so geht auf dem Server, beziehungsweise gegen die Gilde. Ne? Mal gucken, das Ende ist ja immer so ein bisschen spannend, sag ich mal. Ne, wir haben auch das Problem tatsächlich dadurch, dass wir halt wirklich so squishy sind am Ende raus. Wir haben halt keine Konstante am Ende. Wir haben keinen Krieger am Ende, so einen richtig tankigen Krieger. Ne? Wir haben auch keinen Kundschafter am Ende. Wir haben wirklich only Mages und die auch alle Glass Cannons. So, das ist schade. Ja, ich hätte gerne so eine schöne Konstante am Ende, wo man so sagen kann, ey, wir haben so einen richtig fetten Late-Game-Krieger bei uns. Wir haben natürlich auch starke Krieger bei uns in der Gilde, so ist ja nicht, ne? Aber so einen richtig, richtig heftigen, so, ne? Das wäre ein guter Ausgleich, weil wir haben echt das Problem, dass sogar Wert das Echte, was ja die Platz 2 Gilde auf unserem Server S31 ist, dass die manchmal gegen uns gewinnen. Wenn die Konstellationen der Sterne gut stehen, dann gewinnen die gegen uns alle paar Wochen mal oder so, mal ein Kampf irgendwie oder alle paar Monate, keine Ahnung. Ja, und das ist dem geschuldet, wenn halt eben, wenn unsere Konstellation hier am Ende komplett reinscheißt, so, ne? Wenn keiner von uns krittet, wenn wir alle weggekrittet werden von irgendeinem Mage oder Kundschafter oder so, dann sind die meistens auch One-Hit, ne? Und das ist halt ein bisschen schade. So, jetzt kommen wir, Mage ist schon an die Reihe, wie 4. Mal gucken, ich kassiere schon mal ein Crit, das ist schon mal ganz, ganz schlecht. Ein Crit teile ich auch aus, aber das war es dann auch schon wieder mit mir. So, hier, ihr seht es halt, da ein Crit von so einem Krieger, weg. So, ja, der hat zum Glück nicht gekrittet, mal schauen. Da, der nächste Crit, weg. So, und wenn wir halt nicht kritten, und wir kritten nicht, ja, jetzt nochmal zum Schluss und noch ein, zack. Aber gegen so einen Late-Game-Krieger einfach keine Chance, die Magier. So, es ist vorbei. Ja, deswegen, aber genauso gut können wir halt auch austeilen, wenn wir halt immer reinkritten. So, deswegen sage ich, es ist ein Coinflip. So, ich mag halt leider keine Coinflips so richtig. Ob man halt eben gewinnt oder verliert, deswegen schwanken wir auch relativ krass in der E-Hoff. So, ne? Ja, wir können ja mal einen Try machen gegen Zeus, noch zum Ende der Folge. Mal schauen, wie es hier aussieht. Hat sich natürlich jetzt noch nicht viel getan, ne? Seit den 2 Tagen, wo wir jetzt hier so richtig reingepilzt haben gegen ihn. Mal gucken, der Bertram hat schon mal nichts gemacht, der Morgwort auch nicht und demzufolge wird das wahrscheinlich auch nichts werden mit dem Zeus heute in der Episode. Mal schauen. Vielleicht machen wir noch ein paar schöne Crits, aber das reicht leider vorne und hinten nicht, dass wir irgendwie ansatzweise eine Chance gegen ihn hätten. Ja, wir machen auch guten Schaden, aber man kann leider nicht alles haben. Guti, Leute, das soll es soweit für die heutige Folge gewesen sein. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auf EU1 spielt und ob ihr irgendwas für mich vielleicht an
Vorschlägen hättet, was man mit dem Dämonenjäger vielleicht anfangen könnte. Ich hatte schon sowas überlegt wie, ja, den Dämonenjäger auf Only Ausdauer spielen, so, wenn er sich wiederbelebt, so, ist halt cool mit viel Leben, ne? Aber sowas sind halt Langzeitprojekte, die nachher dann am Ende so ein bisschen diesen Wow-Effekt bringen. Am Anfang, wenn man den jetzt eine Woche spielt oder so, dann ist da kaum noch was zu sehen oder zu merken von. Deswegen macht das leider auch keinen Sinn. Deswegen muss das wirklich was Kurzbasiertes sein. Und es ist echt schwierig. Mach mir da schon echt einen Kopf, aber es ist echt schwierig. Guti, Leute, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst eine Bewertung, Kommentare dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.